Lektion 1: Das Phänomen der hochaufragenden Springbrunnen. Schieß Ihr Spray über 200 Fuß hoch ab. Besucher kommen aus der ganzen Welt. Ein so hoher Springbrunnen wird sofort zu einer globalen Attraktion. Das Spektakel zieht Touristen an und kurbelt lokale Unternehmen an. Die Technik hinter solchen Wasserstrahlen ist faszinierend. Leistungsstarke Pumpen und präzise Düsen sorgen für den dramatischen Bogen. Hochdrucksysteme erfordern sorgfältige Sicherheitsprotokolle. Zur Sicherheit gehören Pufferzonen und eine klare Beschilderung für Besucher. Windbedingungen können den Sprühnebel verändern und zu Gefahren führen. Echtzeitsensoren können die Anzeige bei starkem Wind pausieren. Licht und Musik begleiten solche Springbrunnen-Shows oft. Synchronisierte Systeme kombinieren Wasser, Licht und Schall. Diese Sendungen werden zu Trendereignissen in den sozialen Medien. Virale Clips können Millionen von Zuschauern und potenziellen Besuchern anziehen. Wirtschaftliche Vorteile können sich aus einer erhöhten Touristenfrequenz ergeben. Hotels, Restaurants und Geschäfte verzeichnen oft ein bemerkenswertes Wachstum. Große Menschenmengen werfen Fragen zum Crowdmanagement auf. Die Behörden müssen Transport, sanitäre Einrichtungen und Polizeiarbeit planen. Die Auswirkungen auf die Umwelt müssen ebenfalls sorgfältig abgewogen werden. Wasserrecycling und Energieeffizienz sind wichtige Maßnahmen. Salzwasserspray kann im Laufe der Zeit nahegelegene Strukturen korrodieren. Schutzmaterialien und Wartungspläne verhindern Schäden. Kulturelle Bedeutung kann die Entscheidungen zur Gestaltung von Springbrunnen beeinflussen. Designer beziehen oft lokale Motive und historische Referenzen ein. Ikonische Springbrunnen können zu Symbolen des Bürgerstolzes werden. Städte nutzen solche Wahrzeichen in Marken- und Tourismuskampagnen. Dennoch kann es zu Kontroversen über die öffentlichen Ausgaben für Brillen kommen. Kritiker könnten argumentieren, dass Fonds Schulen oder dem Gesundheitswesen Vorrang einräumen sollten. Unterstützer behaupten, dass langfristige wirtschaftliche Renditen die Kosten rechtfertigen. Transparente Kosten-Nutzen-Studien können die öffentliche Debatte beeinflussen. Der Beitrag der Gemeinschaft sollte die Entscheidungen über solche Projekte beeinflussen. Öffentliche Konsultationen lassen Präferenzen und potenzielle Bedenken erkennen. Barrierefreiheit für alle Besucher muss eine Designpriorität sein. Rampen, freie Wege und Sitzgelegenheiten erfüllen unterschiedliche Bedürfnisse. Nachtshows verlängern die Besuchszeiten und verteilen die Besucherzahlen. Abendveranstaltungen können tagsüber Staus und Hitzeeinwirkung reduzieren. Der Lärmpegel muss so gesteuert werden, dass die Anwohner respektiert werden. Sounddesigns können Spektakel und Komfort in der Nachbarschaft in Einklang bringen. Technologische Störungen können zeitlich sorgfältig abgestimmte Aufführungen unterbrechen. Redundante Steuerungssysteme und geschultes Bedienpersonal reduzieren das Risiko. Die Vermarktung solcher Attraktionen birgt die Gefahr, dass unrealistische Erwartungen geweckt werden. Ehrliche Vorschauen und klare Informationen helfen dabei, die Hoffnungen der Besucher zu erfüllen. Der Social-Media-Hype kann Influencer und Sponsoren einladen. Sponsoring kann den Unterhalt finanzieren, muss aber transparent bleiben. Langfristige Wartungskosten überraschen die kommunalen Haushalte oft. Nachhaltige Finanzierungspläne sind für den weiteren Betrieb unerlässlich. Bildungsprogramme können für Gaststudierende einen Mehrwert bieten. Führungen und Ausstellungen erklären Technik und Ökologie. Fotografen und Filmemacher suchen oft nach dramatischen Aufnahmen.
Ausgewiesene Aussichtspunkte sorgen für Sicherheit und Sichtlinien. Bei Festen und Sonderveranstaltungen können Springbrunnenshows im Mittelpunkt stehen. Spezielle Programme können kulturelle Feiertage und Themen feiern. Die Wasserqualität muss überwacht werden, um die öffentliche Gesundheit zu schützen. Filtrations- und Behandlungssysteme sorgen für sichere Bedingungen. Extreme Wetterereignisse stellen betriebliche Herausforderungen dar. Notfallpläne sollten Überschwemmungen und Stürme berücksichtigen. Lokale Interaktionen mit Wildtieren können sich auf den umgebenden Lebensraum auswirken. Maßnahmen können Schäden an Vogel- und Wasserarten verhindern. Die Wahl der Beleuchtung wirkt sich auf nachtaktive Tiere und Insekten aus. Umweltfreundliche Beleuchtung reduziert ökologische Störungen. Manche Bürger mögen solche Projekte als Eitelkeitsinvestitionen betrachten. Eine klare Kommunikation über Nutzen und Kosten schafft Vertrauen. Die architektonische Harmonie mit der Skyline muss berücksichtigt werden. Sorgfältiges Design integriert den Brunnen in das urbane Gefüge. Denkmalschutzregeln können die Gestaltungsmöglichkeiten einschränken. Die Zusammenarbeit mit Kulturerbestätten gewährleistet eine respektvolle Entwicklung. Crowdsourcing-Mittel sind für von der Gemeinde betriebene Projekte entstanden. Öffentlich-private Partnerschaften finanzieren auch ehrgeizige Anlagen. Behördliche Genehmigungen erfordern häufig Umweltverträglichkeitsprüfungen. Diese Bewertungen verdeutlichen Risiken und Minderungsstrategien. Die Veranstaltungsplanung kann die Besucherzahlen erhöhen und Spitzenlasten reduzieren. Zeitlich festgelegte Tickets und Reservierungen helfen dabei, den Besucherfluss zu steuern. Lokale Anbieter können in der Nähe des Geländes regionales Kunsthandwerk und Küche anbieten. Anbieterzonen unterstützen das Unternehmertum und bereichern das Besuchererlebnis. Die Aufklärung der Besucher über respektvolles Verhalten ist wichtig. Klare Verhaltenskodizes sorgen für Sicherheit und Anstand. Die Versicherungsanforderungen spiegeln das Ausmaß des öffentlichen Risikos wider. Eine angemessene Versicherung schützt Gemeinden und Auftragnehmer. Die Berichterstattung in den Medien kann die öffentliche Wahrnehmung der Attraktion beeinflussen. In einer ausgewogenen Berichterstattung werden Vorteile und berechtigte Bedenken hervorgehoben. Oft tauchen kontroverse Debatten über Prioritäten und Geschmack auf. Eine konstruktive Debatte führt zu besser informierten öffentlichen Entscheidungen. Innovative Materialien können den Energieverbrauch von Pumpen senken. Frequenzumrichter und effiziente Motoren senken den Stromverbrauch. Solar- oder erneuerbare Energiequellen können Anlagen teilweise mit Strom versorgen. Die Integration erneuerbarer Energien zeigt Engagement für die Umwelt. Besucher suchen oft nach unvergesslichen Erlebnissen, nicht nur nach Sehenswürdigkeiten. Interaktive Funktionen und Storytelling vertiefen das Engagement. Kulturelle Darbietungen in der Nähe des Brunnens können das Programm bereichern. Live-Kunst schafft Mehrwert für die Gemeinschaft und diversifiziert das Publikum. Lokale Schulen können die Website für Lernprojekte nutzen. Das Engagement der Studierenden fördert die Verantwortung und den Stolz auf ihren Platz. Lange Warteschlangen können einige potenzielle Besucher abschrecken. Fast-Track-Optionen und Express-Anzeigebereiche verbessern den Zugang. Für große Menschenmengen sind klare Evakuierungspläne für Notfälle erforderlich. Regelmäßige Übungen und Mitarbeiterschulungen sorgen für Einsatzbereitschaft. Ein Springbrunnen kann eine bürgerschaftliche Debatte über Identität und Fortschritt auslösen. Offene Foren und transparente Planung helfen dabei, Unterschiede auszugleichen.
Denken Sie, dass solch großartige Installationen die Investition wert sind? Wenn Sie Nachhaltigkeit, Gemeinnützigkeit und fiskalische Vorsicht miteinander verbinden, können sie transformativ sein. Lektion 2: Räder und Worte. Möglicherweise müssen Sie Fahrrad fahren oder auf einem Skateboard fahren. Welche Option findest du attraktiver für Städtereisen? Ein Fahrrad bietet Geschwindigkeit und Stabilität für längere Arbeitswege. Ein Skateboard sorgt für Kompaktheit und ein lustiges, dynamisches Fahrgefühl. Halten Sie Sicherheit für das Hauptanliegen bei der Auswahl? Sicherheit muss unsere Auswahl und unsere Vorbereitungen immer leiten. Reduziert Schutzausrüstung das Risiko erheblich? Helme, Handgelenkschoner und Knieschoner bieten wichtigen Schutz. Bevorzugen Sie ein elektrisches oder ein manuelles Fahrrad? Ein Elektrofahrrad kann Hügel erleichtern und die Reichweite erhöhen. Ändert die motorische Unterstützung die gesetzlichen Anforderungen in einigen Bereichen? Viele Städte regulieren Elektrofahrräder mit eigenen Regeln. Sollten die Lernenden das Gleichgewicht üben, bevor sie im Verkehr fahren? Balanceübungen in ruhigen Räumen stärken Selbstvertrauen und Kontrolle. Benötigt ein Skateboard unterschiedliche Balancetechniken? Skateboards erfordern eine präzise Fußposition und subtile Gewichtsverlagerungen. Denken Sie, dass die städtische Infrastruktur den Verkehr außerhalb des Autos angemessen unterstützt? Die Infrastruktur hinkt der steigenden Nachfrage nach Mikrotransporten oft hinterher. Könnte Lobbyarbeit die Fahrspuren und das sichere Parken von Fahrrädern verbessern? Bürgerschaftliches Engagement kann die Schaffung geschützter Fahrspuren beschleunigen. Haben Sie Angst vor Diebstahl, wenn Sie ein Fahrrad stehen lassen? Robuste Schlösser und sichere Parkplätze reduzieren das Risiko eines Diebstahls. Sind faltbare Fahrräder ein guter Kompromiss für gemischte Reisen? Faltbare Geräte verbinden Mobilität mit Komfort für den öffentlichen Verkehr. Passen Skateboards problemlos in Züge und Busse? Viele Pendler tragen problemlos kompakte Skateboards. Verlängert eine regelmäßige Wartung die Lebensdauer von Rädern und Lagern? Routinemäßige Überprüfungen von Reifen, Bremsen und Lagern verhindern Ausfälle. Sollten Fahrer grundlegende Reparaturfähigkeiten für Notfälle erlernen? Einfache Fähigkeiten wie das Reparieren einer Wohnung können Zeit und Geld sparen. Empfehlen Sie formellen Unterricht für neue Radfahrer? Der Unterricht von zertifizierten Instruktoren kann Ihnen frühzeitig sichere Gewohnheiten vermitteln. Sind Gruppenfahrten für soziales Lernen von Vorteil? Gruppenfahrten bieten Mentoring, Unterstützung und gemeinsame Routen. Könnte es zu einer intensiven Debatte über Helmvorschriften für Erwachsene kommen? Helmmandate lösen Debatten über persönliche Freiheit und öffentliche Gesundheit aus. Wie könnte die öffentliche Ordnung Sicherheit und Autonomie in Einklang bringen? Politische Maßnahmen sollten sich auf Fakten und die Achtung individueller Entscheidungen stützen. Findest du, dass das Design eines Helms die Bereitschaft beeinflusst, einen Helm zu tragen? Stylische, bequeme Helme erhöhen die Akzeptanz bei Fahrern. Sollten Städte in sichtbare Beschilderungen für gemischt genutzte Wege investieren? Eine klare Beschilderung reduziert Konflikte zwischen Fußgängern und Fahrern. Benötigen Nachtfahrten zusätzliche reflektierende Ausrüstung und Lichter? Lichter, Reflektoren und gut sichtbare Kleidung sind nach Einbruch der Dunkelheit unverzichtbar. Glaubst du, Skateboarder sind auf gemeinsamen Bürgersteigen mit einem Stigma konfrontiert?
Spannungen können entstehen, wenn öffentliche Räume ungleichmäßig verteilt sind. Würden ausgewiesene Skatebereiche Konflikte und Unfälle reduzieren? Spezielle Skatebereiche können sichere Übungsräume und Community-Hubs bieten. Erwarten Sie Versicherungsunterschiede zwischen Fahrrädern und Skateboards? Die Versicherungspolicen können variieren und sollten sorgfältig geprüft werden. Sollten Eltern mit jungen Fahrern die Verkehrsregeln besprechen, bevor sie eine Reise genehmigen? Klare Anweisungen zu Regeln und Erwartungen schützen junge Fahrer. Garantieren Fahrradwege immer Sicherheit? Geschützte Fahrbahnen reduzieren das Risiko, erfordern jedoch eine angemessene Wartung und Gestaltung. Glauben Sie, dass Technologien wie Sensoren die Sicherheit der Fahrer verbessern können? Sensoren und intelligente Helme sind vielversprechend, aber kein Ersatz für Vorsicht. Sollten Fahrer im Straßenverkehr defensive Fahrtechniken anwenden? Defensives Fahren antizipiert Gefahren und reduziert die Kollisionswahrscheinlichkeit. Werden die Wetterbedingungen die Wahl zwischen Fahrrad und Skateboard verändern? Regen, Eis und starker Wind beeinträchtigen die Traktion und das Handling beider. Empfehlen Sie, Notstopps und Abstiche zu üben? Das Üben kontrollierter Stopps und sicherer Abstiche ist für das Selbstvertrauen unerlässlich. Unterliegen Elektro-Skateboards den gleichen Kontroversen wie E-Bikes? Elektroskateboards werfen ähnliche Fragen zu Geschwindigkeit, Regulierung und Sicherheit auf. Könnten Gemeinschaftsprogramme integrative Fähigkeiten für verschiedene Lernende vermitteln? Inklusive Programme können den Unterricht an alle Altersgruppen und Fähigkeiten anpassen. Denken Sie, dass die Helmgesetze für Kinder allgemein unterstützt werden? Viele stimmen den Gesetzen über Kinderhelme zu, obwohl es weiterhin Streitigkeiten über deren Durchsetzung gibt. Werden Karten-Apps, die fahrradfreundliche Routen anzeigen, den Lernenden helfen? Routen-Apps können dir leisere Straßen und sicherere Trainingsmöglichkeiten anzeigen. Sollten Fahrerstrecken planen, die komplexe Kreuzungen minimieren? Das Vermeiden stark befahrener Kreuzungen verringert die Gefahr riskanter Manöver. Empfehlen Sie zuerst, das Manövrieren auf Parkplätzen zu üben? Leere Grundstücke können als kontrollierte Umgebung für die Entwicklung von Fähigkeiten dienen. Werden Community-Bike-Sharing-Programme den Zugang erweitern? Fahrradverleihungen senken Barrieren und führen mehr Menschen an das Radfahren heran. Sollte die Skateboard-Ausbildung eine Etikette für gemeinsam genutzte Räume beinhalten? Der Etiketteunterricht fördert den respektvollen Umgang mit Fußgängern. Machen Sie sich Sorgen über die Umweltauswirkungen von Elektromodellen? Elektromodelle haben ökologische Fußabdrücke, die es wert sind, berücksichtigt zu werden. Können Fahrer die Auswirkungen durch nachhaltige Entscheidungen ausgleichen? Die Wahl langlebiger Geräte und verantwortungsbewusstes Laden trägt dazu bei, die Auswirkungen zu reduzieren. Haben Sie vor, urbane Fahrvorführungen für Lernende zu filmen? Bei den Demonstrationen muss der Schwerpunkt auf Sicherheit, klarer Erzählung und Wortschatzpausen gelegt werden. Werden Sie Schritt für Schritt sprachliche Hinweise hinzufügen, die mit Aktionen verknüpft sind? Die Verknüpfung von Wortschatz und Bewegungen hilft beim Verstehen und Festhalten. Sollten Kontroversen über die Vergabe öffentlicher Räume in aller Ruhe erörtert werden? Konstruktiver Dialog führt zu besseren Lösungen als hitzige Auseinandersetzungen. Beabsichtigen Sie, lokale Beamte zu den Vorschriften zu befragen? Interviews können Regeln klären und den politischen Entscheidungsprozess aufzeigen. Werden Sie sowohl statistische Beweise als auch persönliche Geschichten vorlegen?
Die Kombination von Daten und Erzählungen stärkt die überzeugende Kommunikation. Könnten Trenddebatten über Mikromobilität die Zuschauerzahlen beeinflussen? Kontroverse Themen können das Interesse wecken, erfordern jedoch eine ausgewogene Behandlung. Werden Sie Kommentare moderieren, um einen respektvollen Diskurs aufrechtzuerhalten? Moderation verhindert Belästigungen und fördert den nachdenklichen Austausch. Sollten Fahrer ihre Elektrogeräte bei Bedarf registrieren? Die Einhaltung der Registrierungsregeln vermeidet Bußgelder und rechtliche Probleme. Werden Sie herunterladbare Sicherheitschecklisten für Abonnenten erstellen? Checklisten bieten praktische Unterstützung und fördern die Vorbereitung. Denken Sie, dass die Stadtplanung dem aktiven Verkehr mehr Priorität einräumen sollte? Die Priorisierung des aktiven Verkehrs bringt gesundheitliche, wirtschaftliche und ökologische Vorteile. Werden Sie Erfolgsgeschichten von Städten hervorheben, die in Straßen investiert haben? Fallstudien belegen messbare Verbesserungen und inspirieren zu Veränderungen. Sollte Wettkampf-Skateboarding als Lehrmittel eingeführt werden? Strukturierter Wettbewerb kann Disziplin, Kreativität und Kompetenzentwicklung fördern. Haben Sie vor, Marken und Modelle leidenschaftslos zu vergleichen? Objektive Vergleiche helfen den Zuschauern, informierte Einkäufe zu tätigen. Würdest du Wert auf respektvolles Teilen der Straße mit Autofahrern legen? Gegenseitiger Respekt reduziert Gefahren und fördert die Zusammenarbeit auf der Straße. Beabsichtigst du, das Mentoring zwischen erfahrenen und neuen Fahrern zu fördern? Mentoring beschleunigt das Lernen und baut lokale Reitgemeinschaften auf. Legen Sie Wert auf die Passform des Helms und die richtige Gurtanpassung? Die richtige Passform und der sichere Riemen maximieren die Effektivität des Helms. Sehen Sie rechtliche Herausforderungen voraus, wenn Unfälle auf gemeinsamen Wegen passieren? Die rechtlichen Ergebnisse variieren und hängen von den Umständen und den örtlichen Gesetzen ab. Sollten Fahrer Vorfälle umgehend und genau dokumentieren? Eine genaue Dokumentation hilft bei Versicherungs- und Rechtsprozessen. Wirst du kurze Vokabeln zur Beschreibung von Vorfällen und Verletzungen beibringen? Praktische Formulierungen ermöglichen eine klare Kommunikation in Notfällen und Berichten. Planen Sie, nach den Demonstrationen Live-Q und A-Sitzungen zu veranstalten? Live Q&A ermöglicht sofortige Klärung und gezieltes Sprachtraining. Wirst du die Zuschauer ermutigen, lokale Fahrsicherheitsgruppen zu bilden? Lokale Gruppen verstärken die Interessenvertretung und verbessern die kollektive Sicherheit. Glauben Sie, dass die kulturellen Einstellungen zum Radfahren sehr unterschiedlich sind? Die Einstellungen variieren und prägen Infrastruktur, Etikette und Akzeptanz. Sollten Pendler multimodale Kombinationen für flexibles Reisen in Betracht ziehen? Die Kombination von Gehen, Transit und Rädern bietet effiziente, anpassungsfähige Reisen. Wirst du mit einem Aufruf schließen, verantwortungsbewusst zu fahren und kontinuierlich zu lernen? Kontinuierliches Lernen und verantwortungsbewusstes Handeln sorgen dafür, dass Gemeinden sicherer und glücklicher sind. Ich werde sichere Techniken demonstrieren, ausgewogene Ansichten vertreten und mich für informierte, respektvolle Entscheidungen einsetzen. Lektion 3. Gemütliche Vorbereitungen und gemeinsame Räume. Genug für alle? Perfekt. Lassen Sie uns auch ein paar gemütliche Räume einrichten. Wie definierst du eine gemütliche Ecke? Sanftes Licht und bequeme Sitzgelegenheiten sorgen für Ruhe. Sollen wir Decken und Kissen einbeziehen? Decken und Kissen machen den Bereich einladend und warm.
Fördert ein niedriger Tisch gemeinsame Snacks und Spiele? Ein niedriger Tisch fördert Intimität und einfache Interaktion. Bevorzugen Sie Kerzen oder warme Lampen für ein angenehmes Ambiente? Warme Lampen sind sicherer und sorgen für eine gleichmäßige Beleuchtung. Sollen wir Sitzplätze in einem Kreis für ein Gespräch arrangieren? Ein Kreis fördert den Blickkontakt und den gemeinsamen Dialog. Wird sanfte Hintergrundmusik die Stimmung verbessern? Sanfte Musik kann Entspannung und Konzentration unterstützen. Sollten Playlisten verschiedene Genres und Tempi enthalten? Abwechslungsreiche Playlisten erfüllen die unterschiedlichsten Geschmäcker innerhalb einer Gruppe. Schaffen Sie eine Ruhezone zum Lesen und Nachdenken? Eine Ruhezone respektiert diejenigen, die Einsamkeit und Ruhe suchen. Denken Sie, dass die Raumaufteilung soziale und private Bedürfnisse in Einklang bringt? Eine durchdachte Aufteilung unterstützt sowohl die Gemeinschaft als auch die individuelle Erholung. Sollte die Snackstation vom Sitzbereich getrennt sein? Die Trennung reduziert die Unordnung und sorgt für saubere Sitzplätze. Hilft eine klare Kennzeichnung von Snacks Allergikern? Etiketten schützen die Gesundheit und zeigen Rücksichtnahme auf andere. Sollten wir wiederverwendbares Geschirr bereitstellen, um Abfall zu vermeiden? Wiederverwendbares Geschirr steht für Nachhaltigkeit und Sauberkeit. Beeinflussen Umgebungsdüfte das Wohlbefinden und den Appetit? Milde, natürliche Düfte können den Komfort erhöhen, ohne ihn zu überfordern. Sollten wir starke Düfte aus Empfindlichkeitsgründen vermeiden? Das Vermeiden starker Düfte schont Menschen mit Empfindlichkeiten und Asthma. Schlagen Sie Themenabende vor, um die Spannung zu steigern? Themen regen die Fantasie an und strukturieren Interaktionen. Könnten kontroverse Themen Gefahr laufen, einige Gäste abzuschrecken? Kontroverse Themen erfordern eine sorgfältige Formulierung und Zustimmung. Sollten Diskussionsthemen in einem ausgewogenen Kontext präsentiert werden? Ein ausgewogener Kontext fördert eher einen konstruktiven Dialog als Konflikte. Werden die Grundregeln für die Diskussion die Eskalation verringern? Regeln für Zuhören und Respekt sorgen für einen sicheren Raum. Sollen wir alle einladen, im Voraus Themen vorzuschlagen? Vorschläge im Voraus ermöglichen eine gute Vorbereitung und ein ausgewogenes Mitspracherecht. Wird die Lebensmittelauswahl die kulturelle Vielfalt widerspiegeln? Vielfältiges Essen würdigt unterschiedliche Hintergründe und erweitert den Geschmack. Sollten Gäste ermutigt werden, ihre Gerichte kurz zu erklären? Erklärungen bieten kulturelle Einblicke und Wortschatzübungen. Werden interaktive Aktivitäten das Sprachenlernen fördern? Aktivitäten mit Rollenspiel und Geschichtenerzählen fördern die praktischen Fähigkeiten. Sollten wir an jeder Station kurze Sprachansagen einbauen? Aufforderungen leiten die Lernenden an und regen die Konversation auf natürliche Weise an. Steigern sanfte Wettbewerbe das Engagement und den Hype? Freundschaftswettbewerbe können motivieren, müssen aber inklusiv bleiben. Sollten Preise eher das Lernen als den materiellen Gewinn in den Vordergrund stellen? Lernbasierte Preise belohnen Fortschritte und langfristigen Wert. Wird das Dekor Komfort und schlichte Eleganz widerspiegeln? Schlichte Eleganz schafft Ruhe und vermeidet Reizüberflutung. Sollten Sitzhöhen für alle Altersgruppen und Fähigkeiten geeignet sein? Barrierefreiheit sorgt dafür, dass sich jeder Gast willkommen und unterstützt fühlt. Verbessern weiche Teppiche und rutschfeste Matten die Sicherheit?
Sicherheitsmaßnahmen reduzieren Unfälle und erhöhen das Vertrauen. Sollte die Beleuchtung für verschiedene Aktivitäten einstellbar sein? Die einstellbare Beleuchtung eignet sich zum Lesen, Spielen und ungezwungenen Chatten. Werden wir eine kleine Station zum diskreten Laden von Geräten hinzufügen? Eine diskrete Ladestation erfüllt praktische Bedürfnisse ohne Ablenkung. Sollen wir eine Fotoecke für Erinnerungen und Werbung entwerfen? Eine geschmackvolle Fotoecke kann Ereignisse dokumentieren und Zuschauer anlocken. Ist vor dem Fotografieren von Gästen eine Einwilligung erforderlich? Eine Einwilligung ist unerlässlich, um Privatsphäre und Vertrauen zu schützen. Sollten wir Grenzen für Livestreaming oder Aufzeichnungen festlegen? Grenzen respektieren die Privatsphäre und sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Wird die Hausordnung klar und höflich veröffentlicht? Klare Regeln reduzieren Missverständnisse und fördern Respekt. Sollen wir ein Willkommensskript für Neuankömmlinge planen? Ein kurzes Skript hilft Gastgebern, Gäste freundlich und effizient zu begrüßen. Werden die Einführungen einfache Sprachaufforderungen beinhalten? Mit Hilfe von Aufforderungen können die Lernenden Einführungen und Smalltalk üben. Sollen wir Namensschilder mit phonetischen Hinweisen anbieten? Phonetische Namensschilder erleichtern die Aussprache und stärken das Selbstvertrauen. Bereiten wir einen sanften Eisbrecher vor, um Gespräche zu beginnen? Eisbrecher reduzieren Unbehagen und sorgen für eine sofortige Beziehung. Sollten wir zunächst vermeiden, politische oder religiöse Themen zu polarisieren? Wenn Sie zunächst polarisierende Themen vermeiden, bleiben Harmonie und Komfort erhalten. Werden wir optionale Diskussionskarten für eingehendere Diskussionen bereitstellen? Optionale Karten ermöglichen es willigen Teilnehmern, sich überlegt zu engagieren. Sollten Konflikte durch einen neutralen Moderator vermittelt werden? Ein neutraler Moderator kann für eine respektvolle Lösung und Klarheit sorgen. Werden wir Moderatoren im aktiven Zuhören und Paraphrasieren ausbilden? Die Ausbildung gewährleistet einen fairen Umgang mit unterschiedlichen Sichtweisen. Sollten wir eher zu reflektierenden Wendungen als zu Unterbrechungen ermutigen? Turntaking schätzt jede Stimme und modelliert einen höflichen Diskurs. Werden wir ein Zeitlimit für hitzige Themen festlegen? Zeitlimits verhindern Erschöpfung und ermöglichen eine ausgewogene Erkundung. Sollten wir eine Entspannungsecke für sensorische Pausen einbauen? Ruhige Ecken bieten den überforderten Gästen die nötigen Pausen. Werden wir einfache Anleitungen für achtsames Atmen geben? Atemhilfen können Emotionen beruhigen und die Aufmerksamkeit neu fokussieren. Sollen wir nach Veranstaltungen ein Feedback-Formular verteilen? Feedback hilft dabei, zukünftige Treffen zu verfeinern und respektiert die Stimme der Teilnehmer. Wird das Feedback anonym sein, um Ehrlichkeit zu fördern? Anonyme Rückmeldungen laden zu offenen Vorschlägen und zur Sicherheit ein. Sollen wir kleine, freundliche Handlungen feiern, die während der Veranstaltung beobachtet wurden? Anerkennung fördert eine Kultur der Fürsorge und des gegenseitigen Respekts. Planen wir ein kurzes Abschlussritual, um mit einer positiven Note zu enden? Ein Abschlussritual sorgt für einen Abschluss und eine gemeinsame Erinnerung für die Teilnehmer. Sollte das Ritual kurze Überlegungen und Würdigungen beinhalten? Reflexionen festigen das Lernen und stärken die Bindungen in der Gemeinschaft. Werden wir eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten verwendeten Sprachphrasen veröffentlichen? Eine Zusammenfassung hilft bei der Aufbewahrung und unterstützt das weitere Üben zu Hause.
Sollten Ressourcen für weitere Studien nach dem Treffen bereitgestellt werden? Ressourcen ermöglichen es den Lernenden, weiterzuwachsen und Neues zu entdecken. Werden wir Vorschläge für zukünftige gemütliche Themen und Themen einholen? Einladungen zur Einreichung von Beiträgen sorgen dafür, dass der Raum ansprechend und inklusiv bleibt. Sollten wir sicherstellen, dass jeder Gast das Gefühl hat, gehört und geschätzt zu werden? Die Wahrung von Würde und Wert für alle Gäste muss unsere Priorität sein. Ich werde das Layout fertigstellen, die Regeln vorbereiten und Komfort und Sicherheit koordinieren.